Leute, das wird eine coole Sache werden. Ich werde nämlich auch Teil eines Projektes sein. Ihr müsst aber mir dabei helfen mit einer kleinen Umfrage, die ihr dann in dem Video auch seht. Und ich werde euch ein bisschen dazu erzählen, warum ich dieses Projekt halt auch mitmache. Und am Ende dann auch noch eine kleine englische Summary geben. Alrighty, dann liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Shakes and Fidget Video mit mir und Basti. Ihr habt vielleicht jetzt schon eine Idee, was das hier ist, denn auf YouTube oder auf Twitch ist das schon ein bisschen thematisiert worden. Und zwar gibt es ein Projekt, was von Davalon und von Dreamscape, soweit wie ich es mitbekommen habe, ausgeht. Und zwar betrifft es eine Art Aufholgilde, 50 Berserker auf Server 7 Deutschland. Und zwar mit dem Ziel, langfristig im Elevator gut abzuschneiden. Der Server ist ja einer der älteren Server, der auf jeden Fall in der Overall-Liste von den Elevator-Ergebnissen gar nicht schlecht dabei war. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen, aber es waren einige Gilden wirklich in dieser Overall-Top-List dabei, wo man das Gefühl haben kann, okay, dieses Projekt auf diesem Server macht halt wirklich Sinn, weil es auch gute Konkurrenz gibt. Ja? Und das Ganze soll wahrscheinlich am 15.04. starten, dass wir alle anfangen zu spielen. Wir können aber so lange das Glücksrad nehmen. Ja? Da habe ich gestern 3 Pilze bekommen. Da gehen wir gleich mal live rein. 6 Steine. Nice. Und jetzt gehen wir mal, das habe ich gestern nicht gemacht. Das hätte ich auch schon machen können, mal in die Stadtwache rein. Fett. Ja. Also ich werde jetzt hier im Glücksrad auch nicht keine Pilze ausgeben. Das macht keinen Sinn. Im Endeffekt ist es auch egal. Ist aber ziemlich witzig, wenn man es mal so überlegt. Und ja, wir haben auch natürlich den Daily Login, den wir schon nutzen können. Heute habe ich Gold bekommen. Ich kriege hier dann einige Gold. Also immer 2 Gold 50. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ach nee, sogar dreifach. Nur da habe ich dann, wenn ich auch ordentlich Stadtwache baller, bestimmt dann 20 Gold zum Projektstart. Nice. Und große Tränke. Level Up. Obwohl, nee, Level Up noch nicht ganz. Weil heute schon der erste Vierte ist. Ja, und die Basis oder was auf jeden Fall wichtig ist, dass 320 Alu gespielt wird. Ne? Hier gibt es ja natürlich alle Rollen. Also klar, wir müssen erstmal Stufe 66 werden, um die Rollen freizuschalten. Und dann, wie gesagt, aktiv sein. Das Ganze ist ein langfristiges Projekt. Und kommen wir mal kurz zu den Gründen, warum ich da mitspiele. Ich finde es erstmal prinzipiell sehr nice. Es ist ein bisschen Nostalgie, weil es ja schon mal auf Server 7 früher eine Aufholgilde gab. Ich weiß gar nicht mehr, warum die es dann nicht mehr gab. Die Gipfelstürmer, damals auch von Dreamscape. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das ging auch über ein Jahr auf jeden Fall. Das zweite ist, Elevator finde ich sehr geil, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ein Projekt auf Basis des Elevators finde ich dann doppelt geil. Vor allen Dingen, weil es ja auch eine Sache ist, da hat man immer einen Progress drin. Drittens finde ich gut, dass es auf einem alten Server gemacht wird, weil dann hat man nicht so den Stress, man muss jetzt nicht so viele Pilze investieren, man hat jetzt nicht so diesen Konkurrenzkampf auch mit anderen Spielern, sondern man macht einfach sein Ding. Und da die Basis ja sowieso ist, 300 bis 320 Alu zu spielen und aktiv zu sein, ist das halt auch ein Projekt, was man relativ entspannt angehen kann. Ja? Also ich habe zwar meine Pilze überdeckt, aber im Moment habe ich 28 Pilze durch die Validierung und durch das Glücksrad. Und da werden jetzt langfristig nicht so mega viele Pilze reinkommen in den Char, aber schon so, dass man dann im Elevator halt auch ein bisschen mitspielen kann. Und ja, ich finde das einfach auch so interessant. Es sind auch Leute dabei, die ich teilweise auch noch kenne. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das ganz spaßig und cool sein kann. Und ich habe überlegt, ob ich mitspiele. Und da kommen wir zum nächsten Grund. Ich bin nämlich auch persönlich gefragt worden, ob ich da mitmachen will. Das fand ich auch sehr geil. Da habe ich so ein bisschen mit mir hin und her gerissen, habe aber überlegt, naja, im Prinzip werde ich das Projekt, weil ich es cool finde, sowieso irgendwo auf YouTube zeigen. Und dann habe ich gesagt, dann kann ich auch gleich mitspielen. Und ja, das ist overall sehr, sehr geil. Ich hoffe, ja, ich sag mal, ich habe ja in meinem letzten Real Talk gesagt, dass mich manchmal Sachen enttäuscht haben. Aber das waren meistens dann die Sachen, wo ich halt extrem viele Pilze investiert habe.
weil das neue Server waren. Und auf einem alten Server, selbst wenn das hier in die Hose geht, werde ich bei weitem nicht so viele Pilze da rein investiert haben, dass ich mich dann wirklich sehr dolle ärgere. Und irgendwie ist das wirklich ein cooles Ziel. Ja, hier geht es nicht irgendwie nur darum, ein Jahr lang zu spielen und zu gucken, wo man halt steht. Es geht nicht darum, in der Ehrenhalle jetzt in der normalen irgendwas zu erreichen, wo man halt wirklich viele Pilze auch investieren muss. Nein, es geht darum, eine Gilde aufzubauen und im Elevator so gut wie möglich abzuschneiden, der ja dann immer mal wiederkommt. Ne? Wenn es beim ersten oder zweiten Elevator noch nicht so gut aussieht, sieht es beim dritten vielleicht besser aus. Und das sind so die Dinge, wo ich sage, ja, das finde ich geil. Und jetzt ist die Frage an euch. Ich mache zwar das Video jetzt hier auf Deutsch, ich habe aber überlegt, wenn ich dazu Videos bringe zu dem Char und zu dem Projekt, sollen die auf Deutsch sein oder auf Englisch? Und daher ist einfach eine kleine Umfrage im Video, in der Videobeschreibung oder auch als Kommentar verlinkt. Und da würde ich euch einfach mal bitten, dass ihr eure Stimme abgebt, ja, was ihr besser findet. Auch bitte überlegen, klar, Großteil der Leute hier ist deutschsprachig, ja, aber ich habe schon das Gefühl, dass mir das persönlich auch was bringt, wenn ich gewisse Sachen auf Englisch mache. Ich kann mich nur nicht entscheiden. Es gibt Argumente für beide Seiten. Hier brauche ich ein bisschen mal eure Hilfe. Ich würde gerne mal wissen, was da passiert. Die Umfrage wird dementsprechend jetzt bis zum, theoretisch bis zum Start des Projekts offen sein, aber ich denke mal, die meisten werden ihre Stimme ja, wenn dann zeitnah abgegeben haben. Und habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Also, falls ihr das richtig cool findet, das Projekt, gebt gerne mal einen Daumen nach oben auch. Aber nicht nur bei mir, sondern dann auch Twitch hat dazu ein Video gemacht. Und ich glaube auch Davalon. Ja, also auch bei den beiden. Und, ja, ich weiß nicht und bitte fragt mich bitte einfach gar nicht, ob ihr da auch mitmachen könnt, weil ich mit der Organisation der Gilde natürlich nichts zu tun habe. Ihr könnt mir das natürlich gerne schreiben und wenn ich denke, also, ja, das macht auch Sinn. Na, es gibt zum Beispiel 2, 3 Spieler, deren Namen ich kenne. Wenn die mich jetzt fragen würden, würde ich vielleicht schon das dann mal weitergeben und sagen, hier, ich bürge für denjenigen, weil es natürlich darum geht, wirklich ausdauernd zu spielen. Und da kenne ich natürlich ein paar Leute, die das machen. Aber ich denke mal, dass einfach auch gar kein Platz sein wird. Dennoch, das haben auch die anderen in ihren Videos gesagt, solltet ihr nicht in der Gilde dabei sein, habt aber Lust, das vielleicht irgendwann später sein zu können, dann solltet ihr auch auf dem Server einen Berserker starten und ab diesem Tag dann auch spielen. Ne? Ihr findet ja im Gildenfinder sicherlich Gilden, die auch Platz haben. Ja, und wer weiß, ne? Wenn Leute dann doch aussteigen und Plätze frei werden, kann man vielleicht nachjoinen. Aber wie gesagt, ich bin nicht für die Organisation zuständig. Ich kann nur einen Kontakt vermitteln. Das mache ich aber nur bei den Leuten, wo ich auch wirklich weiß, dass es sinnvoll ist. Ja, falls sie sich melden. Ansonsten habe ich, glaube ich, nichts vergessen. Falls doch, kann ich das ja immer noch später erwähnen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Vor allen Dingen dann, wenn der erste Elevator kommt, wo man überhaupt steht. Das ist so eine Frage, die ich mir stelle. Und ja, ich sag mal so, selbst der Elevator ist ja auch ein Event, was jetzt nicht so mega bildintensiv ist. Klar, bei den ersten 2 Tagen probierst du reinzubuttern, aber danach machst du nur noch deine 20, 25 Etagen vielleicht als Berserker. Und sagen wir es mal overall gesehen, in 10 Tagen gibst du vielleicht 1000 Pilze aus, ja. So, und bist schon ganz gut dabei. Natürlich, ja, vielleicht auch ein paar mehr, weil natürlich manchmal mehrere Tries auch sinnvoll sind. Aber es ist jetzt nicht so krass pilzintensiv, aus meiner Sicht. Wie zum Beispiel legendärer Dungeon, den ich dann auf diesem Server nicht so spielen werde. Definitiv nicht. So, there will be a short summary now in English, because I need your vote. There is a straw poll link within the video description or in the commentary, which asks you to vote for the language of this project. So we are on server 7 Germany. 50 Berserk people will start in the middle of April, and then they will play 300 or 320 Thirst, and they will try to reach the best possible results in the upcoming elevator events. Like server 7 was a really good
old server concerning the elevator event. There were like 6 really good guilds in it, and we want to see long-term on this project how much we can be a competition to them. So since the elevator will come more times a year, it's for me a really nice project and I would like to be part of it, and that's why I promote it. And I just don't know if I should use the German language for all videos concerning the server, or if you want me to do those videos in English. That's why I need your vote. And well, feel free to fill in your vote and to fill in your opinion or your question in the commentaries. And in German, I was just talking a little bit more about the reasons why I want to take part in. Don't expect me to use a hell of a lot of mushrooms, but it's not needed. It's an old server, so you can be really relaxed. That's what I really like about this project as well. So anyways, if you like this video, feel free to give me a like. And ja, das war's von mir. Haut rein, macht Tschüss und Servus. Hasta la vista, baby. Basti is out.